Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Sherlock Holmes The Awakened. Wir sind hier in New Orleans gelandet bei einer Auktion, denn hier werden die Edelsteine versetzt, von denen wir in der Schweiz gelesen haben. Und wir haben auch schon den örtlichen Sheriff kennengelernt, der, ja, dadurch, dass wir hier getarnt sind als so ein, ja, örtlicher Kleinhändler für Schmuck, der anscheinend ein Alkoholproblem hat und nicht sonderlich beliebt ist, überall Schulden hat, ja, fallen wir natürlich direkt negativ auf. Okay, wir können hier noch nicht durch. Bedeutet, ich muss hier noch ein Gespräch oder irgendetwas herausfinden. Da vorne wird es nochmal gelb angezeigt. Ja, das ist dasselbe, was wir auch auf der anderen Seite lesen können. Schwarze Opal aus Australien, 40 Karat, Herkunft, naja, hoffentlich nicht illegal. Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? Möchten Sie ein Angebot abgeben? I don't know. Aber Konfrontation mit dem Sheriff. Genau, Mr. Barnaby, das bin ich, Sheriff Grapp. Kann ich da ein bisschen was herausfinden? Kann ja erstmal gucken. Ah ja, die schwarzen Opale stammen von einem angesehenen Wohltäter der Stadt. Vielleicht finden wir über den was heraus. Are you able to help me? I have no idea what you're talking about. May I ask you something? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Also ein Try noch. Could you help me? You better ask someone else about that. Okay, also die sagen nun alle, sie wissen nichts. Weiß sie was? The auction will close in 30 minutes. I believe we now have offers on every gem. Ich brauche keinen Edelstein, habe eh kein Geld dafür. Die Tafel mit Wohltätern. Hatte ich ja vermutet, dass das... Is this familiar to you? You better ask someone else about that. Hatte ich ja vermutet, dass das vielleicht Patrons sind oder so. Could you help me? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Ja, das sieht auch nicht gerade danach aus. I'm still hoping one of these folks is buying an opal for me. The winning bidders will be notified by tomorrow. Thank you for visiting. The winning bidders will be notified by tomorrow. Thank you for visiting. Okay, also irgendwie konnte ich dann wohl doch kein Gebot abgeben. Ja gut, wahrscheinlich guckt man sich das an, dann wird hier das Gebot abgegeben und dann, ja... Ich kann zumindest raus. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ah ja, okay. Aber ich konnte noch mal You mit... know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Weil das einfach scheiße aussieht. Sagen wir es, wie es ist. Okay, also nochmal zurück aufs Schiff und umziehen. Oder kann ich mich hier umziehen? Nee, du kannst hier nicht das Outfit wechseln. Ja, dann muss ich auf das Schiff zurück. Ich muss sagen, bisher so der coolste Schauplatz, ne? Also, weil es so belebt auch ist. Ja, natürlich hat man es auch hier wieder, dass die Leute gegen Wände laufen manchmal oder so sehr unsinnig laufen. Aber ich muss sagen, so, da hat sich Frogwares wirklich sehr verbessert. Auch nochmal im Vergleich zu Sinking City, wo ja, muss man ja sagen, die Stadt war schon sehr belebt, aber die KI, die das gesteuert hat, war nicht sonderlich schlau. Wobei, das werden wir alles noch herausfinden. Ich möchte ja Sinking City auch noch auf dem Kanal spielen. Jetzt aber nicht. A pox on the crew. Okay, hier kann ich jetzt nicht rein auf unser Schiff. Aber vielleicht kann ich ja auf das andere Schiff, das wir schon gefunden hatten. Auf jeden Fall muss ich mich irgendwo umziehen.
Irgendwohin müssen ja auch meine Koffer gebracht worden sein. Okay, also zurück zum Schiff zu gehen. Das ist ja eigentlich, das Schiff ist ja eigentlich das hier. Ja, ich will es nur nicht zu schnell hier vom Schauplatz weg. Außerdem kann ich da hinten lang und zu dem anderen Schiff zu gelangen. Ah, denn diesmal steht mir die Frau auch nicht im Wege, glaube ich. Das heißt, sie lässt mich diesmal durch. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Natürlich. Rooms available. Ja, Zimmer sind frei. Ah, hier kann ich nach oben. Aber viel mehr auch nicht. Aber ich kann mein Outfit hier nicht wechseln. Okay, also vielleicht muss ich dann später hier nochmal hin. Als Mr. Barnaby. Aber warum kommen wir jetzt nicht aufs Schiff? A pox on the crew. No. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Ja, aber wo? Warum liegen hier so viele Sachen rum? Help me, please. I'm very sorry, sir, but I can't help you. Ja, aber aufs Schiff komme ich ja nicht drauf. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Ja, dafür hat er aber unser ganzes Geld genommen. Okay, ja, ich komme jetzt da irgendwie nicht rein. Can you satisfy my curiosity? What makes you think I can be of any help? Weiß ich wirklich nicht. Denn irgendwo hier müssen doch dann unsere Klamotten sein. Ja, also, wie gesagt, das Schiff habe ich ja gefunden. Ich komme da bloß nicht drauf. Als ob da irgendeine Sequenz nicht triggert oder so. Oder gibt's hier noch ein Schiff? Oder einen anderen Weg aufs Schiff oder so. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier hinten so lang müssen. Nee. Also irgendwas läuft hier gerade nicht. Ja, also ich muss zurück zum Schiff, aber das ist geschlossen und da steht Stuff Only. Ah, wartet mal. Das kann ich anklicken. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before?
If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was Okay, der that Sheriff John hat die Klamotten talking ins Wasser or geworfen. Das ist natürlich blöd. Go annoy someone else while I visit the nymph. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Ah ja, jetzt haben wir noch einen... Erstmal haben wir jetzt ja bessere Klamotten an. Und sehen zumindest nicht mehr aus wie Mr. Barnaby. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? I feel much better in this suit, even if it is not mine. So, kann ich mich eigentlich umziehen? Nein, kann ich nicht. Aber wir haben was zu tun. Genau, mit Champagne müssen wir jetzt sprechen, denn die kann uns vielleicht sagen, wer dieser Edelmann ist, der die schwarzen Opale gesponsert hat. May I ask for your assistance? I'm very sorry, sir, but I can't help you. So, das Fischerdorf hinter dem Kreolenviertel. Ich suche gerade, wie ich da jetzt am schlauesten wieder ins Kreolenviertel komme. Do you know anything about this? I thought no one would ever ask. Die Leute sagen, dass Champagne mit 2 Hunden im Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Okay, danke schön. Ah, das muss ja dann da unten sein, das Fischerdorf. Ich glaube nicht, dass du da was fangen wirst in dieser Brühe, aber hey, good luck. Ah, ich höre Hunde. Dann bist du wohl Champagne. Und von dir will ich ein bisschen, was über diesen geheimnisvollen Spender wissen. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents, especially foreigners. How can Champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile?
Some other time, perhaps. Word has it you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. So. Gut, dann muss ich jetzt erstmal zurück zur Stadt. Oh, ich will mal zum Hafenamt gehen, ne? Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Ah, gerne. Ich muss erstmal hier, genau, den Vorbesitzer der schwarzen Opale. Can I ask you a question? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Okay, du weißt nichts. Oh, hier noch eine Zeitung. Okay. Und du? Are you able to help me? I'm sorry, but I've never heard of that. May I ask for your assistance? No, never heard nothing. Okay, da weiß hier niemand was drüber. Ja, aus dem französischen Viertel. Vielleicht muss ich dafür erstmal ins französische Viertel. Würde ja zumindest Sinn machen, sage ich mal. Ja, lass mal ein bisschen, ja, ein bisschen die Gegend erkunden. Wie gesagt, französisches Viertel. Na, ein reicher Dude, so, könnten wir schon finden. Aber Road's closed hier, von daher... Excuse me, just one question. No, never heard nothing. Okay. Are you able to help me? I'm sorry, you should search for answers somewhere else. Ja, wir fragen jetzt hier mal einfach alle durch. Irgendwer wird mir doch hier bestimmt helfen können. May I ask you something? No, I not heard about that. Sorry. So, französisches Viertel. Ich kann natürlich mal unten mal am Hafen bei den Damen fragen. Vielleicht haben die ja was gehört. Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourselves? Help me, please. No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Kein Interesse daran. May I ask you something? It isn't possible for me to help you. I'm sorry.
Do you know anything about this? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Ich glaube, du bist gerade schon in einem Gespräch. May I ask for your assistance? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Okay, wie kommen wir dann ins französische Viertel? Ich meine, ich habe Hafen, Kreolenviertel, Chinatown. Ich kann natürlich probieren, vom Hafen aus nochmal weiter zu laufen. Aber hier komme ich auch nicht weiter. May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better. Ja, und hier ist überall die Straße versperrt. Vielleicht frage ich sie noch mal, wie ich ins französische Viertel komme. I'm gonna die. Gonna die. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. Was genau ist ein Loa? You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. War irgendwas ungewöhnlich? Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry, and my mouth was dry, and the light became very bright. That is something. Okay, Ermittlungsort gefunden. Ist da wirklich so ein Riesengator da draußen? This one is almost odorless. It smells sweet. Interesting. I will take it just in case. I would love to learn more about these. Zu gleichen Teilen mischen Goldrute, Erdbeerblätter, Jasminblüten. Properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extremely dangerous. Cold ground herbs here. Cheap and strong brew. Some chewing tobacco leaves. Was ist das? Ach so. Supper leftovers. It's not a simple tea. A herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Ich glaube, da ist noch mehr.
He dropped a cup here. Ich glaube, er sollte das trinken. Also jemand hat ihm das empfohlen. Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Blutstropfen, kleiner Riss. Beschädigtes Holz, Boot hat Leck. Na, ich muss noch 2 Sachen entdecken. Oh, da vorne ist noch was, ein Bild. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. Achso, jetzt kann ich hier sagen. Ne, ist eher wahrscheinlich, dass er hier gegessen hat. Ah, jetzt haben wir hier noch ein paar Spuren. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Okay. Noch bin ich mir hier nicht so hundertprozentig sicher. Ah. We have a feathered friend in the case. The poor bird crashed against Cole's house. Okay, ja. Wahrscheinlich alles nur... Sir? Genau, was ist mit einem Boot, mit deinem Boot passiert? Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah. And to be really down on your luck. Haben Sie gestern Abend getrunken? I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. Oh, no 2 ways about it. So. Wer verbirgt sich hinter A? Da bin ich ja noch dran. Okay, also hier habe ich dazu nichts. He dropped a cup here. Okay, der Vogel kam hier wahrscheinlich einfach so rein. Ah, mit dir kann ich sprechen. Nee, kann ich nicht.
Handabdruck. Person ist gekrochen. Beim Gehen getaumelt. Blueprints here. Okay, 2 sind noch falsch. 2 Annahmen. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Sir? Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the Fisherman's Quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Die Macht des Voodoo. Okay, dann haben wir jetzt eine neue Person, nämlich den Voodoo-Praktiker. May I ask you something? Sorry, mister, I can't help you. Ask someone else. Do you know anything about this? I've heard about that. Let me tell you. Die Einheimischen scheinen von Mr. Samedi viel zu halten, wenngleich sie ihn als etwas wunderlich beschreiben. Er hilft den Menschen bei gesundheitlichen Problemen, erteilt ihnen Ratschläge und wird zum Schlichten von Streitigkeiten aufgesucht. Er soll sogar imstande sein, Flüche aufzuheben. May I ask for your assistance? No, I've not heard about that, sorry. So, er wohnt in der Nähe der Kirche. Das muss er dann hier sein. Ja, der Voodoo-Priester. Was hat... Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Voodoo Samedi. Ja, was hat er Cole da nur für ein Gebräu angeboten für eine seltsame Rezeptur? Mr. Samedis Brief. Werter Mr. Holmes, ich wusste, Sie würden skeptisch sein, wenn Sie von Voodoo hören. Die Welt ist jedoch nicht so, wie sie zu sein scheint. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass Sie trotz Ihrer Erlebnisse auf Reisen immer noch ein Zweifler sind. Ich bedauere es, nicht hier sein zu können. Wenn Sie mir einen Besuch abstatten, ich würde Ihnen nur allzu gerne die Augen öffnen. Ich nehme an, Sie wüssten gerne mehr über das Rezept, das Sie in Coles Hütte gefunden haben. Im Wissen um die Tragödie, die ihn ereilt hat, habe ich ihm geraten, einen Kräutersud zu kochen. Die Kräuter meines Rezepts haben eine aufheiternde und beruhigende Wirkung. Falls Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Buch, das hier liegt. Es enthält die Antwort auf Ihre Fragen. Mögen die Geister mit Ihnen sein, Mr. Holmes. Samedi. PS. Bitte bringen Sie das Buch zurück, sobald Sie da Ihre Antwort gefunden haben. Manche Bücher können großen Schaden anrichten, wenn sie in die falschen Hände geraten. Mr. Samedis Buch. Okay, jetzt habe ich einen Bonus. At least the weather is on our side. Okay, Mr. Samedis Buch. In seinem Brief schlug mir Mr. Samedi vor, einen Blick in sein Buch zu werfen, da es womöglich Antworten für mich bereithält. Ein dickes, altes Buch mit zahlreichen Informationen über Riten, Geister und Symbole. Ein großer Teil des Buches ist zudem verschiedensten Kräutern gewidmet, deren Aussehen und Eigenschaften beschrieben werden. Mr. Samedis Brief. Okay. Ach, jetzt kann ich hier noch die Kräuter identifizieren. Gelbe Blüten mit spitzen Blättern. Blätter. Kleiner als 1 Zoll.
Plattform spitz. Geflügelt. Farbe gelb. Die Goldrute. Die Goldrute ist ein mehrjähriges Kraut innerhalb der Familie der Korbblüter. Sie hat eine entzündungshemmende und stark harntreibende Wirkung. Die Goldrute findet häufig bei Verdauungsstörungen und Rheuma Anwendung. Dann haben wir noch die grünen Blätter. Geruch ist herb. Blattform ist dreiblättrig. Erdbeerblätter. Erdbeerblätter wirken appetitanregend und werden auch zur Normalisierung der Verdauungsprozesse genutzt. Als Tee oder Aufguss verbessern sie die Durchblutung des Herzens und senken den Blutdruck. Zudem haben sie eine leicht schmerzlindernde Wirkung. So, und dann das letzte. 4 bis 6 Zoll. Süßlicher Geruch. Weiße Farbe. Stechapfel. Der Stechapfel ist eine hochgiftige Pflanze. Im Falle einer Vergiftung treten Symptome wie Mundtrockenheit, Sprach- und Schluckstörungen, erweiterte Pupillen, Sehstörungen im Nahbereich, Lichtempfindlichkeit, Delirium, Halluzination und Aufgewühltheit auf. Bei einer schweren Vergiftung kommt es zudem zu Orientierungsverlust und extremer geistiger Unruhe. So, und jetzt genau, habe ich das Rezept. Achso. So, das ist was, worüber ich reden kann. Wahrscheinlich mit dir. Hopefully we won't stumble upon the sheriff. Wahrscheinlich muss ich das jetzt nochmal zu Mr. Cole sagen, dass der Stechapfel für seine Halluzinationen verantwortlich ist, denn ne, da hat er wahrscheinlich einfach zu krass gemischt. Sir? Wo haben Sie die Kräuter her? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Okay, zur Kräuterhändlerin. Na dann, los geht's. Am Hafen ist sie. Jetzt kommen wir hier wirklich ein bisschen rum mit dieser kleinen Nebenquest. So, erstmal frage ich mal die Leute, wo ich sie finde. Ja, wahrscheinlich muss das hier runtergelassen werden, damit ich nach drüben komme. May I ask you something? I have no idea what you're talking about. Aber vielleicht von der anderen Sache. Warten Sie mal. May I ask you something? I have no idea what you're talking about. May I ask for your assistance? I know a lot, but not this. Okay, also da komme ich noch nicht weiter, aber ich muss auf jeden Fall... Muss ich zur Kräuterhändlerin... Der Markt in der Nähe des Hafens. Okay. Schaut mal hier. Zumindest war das schon mal ein Verkaufsstand. Hier sind weitere Verkaufsstände. Yeah, I bet Zoro will kill her. Did you see Ashley Rush there?
Okay, sie ist nicht da. Yeah, I'm afraid for them Chinese and for anyone messing with it. Tabakblätter, Erdbeerblätter, getrocknete Goldrute. Ja, Can you satisfy my curiosity? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Zora ist zum Markt in Chinatown gegangen, um sich dort mit einer anderen Kräuterhändlerin anzulegen. Zora ist für ihr aufbrausendes Temperament bekannt, doch in den letzten Tagen soll sie selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich aggressiv gewesen sein. Also irgendwas ist hier mit den Kräutern los, Leute. Irgendwas ist hier mit den Kräutern los. Are these herbs fresh? And you dare call my products substandard? Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. Kennen Sie Cole Seabrook? I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Ah ja, und Sie sind Kräuterhändlerin. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. Aber was ist mit dem Stechapfel, den wir gefunden haben? Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a willless slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The Loas heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one, to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Okay, dann sollten wir nochmal mit Cole sprechen über die Tragödie mit seinem Bruder William. Genau, er hat versucht, das Gewehr zurückzuholen, das der Sheriff zuvor konfisziert hatte, und wurde dabei mit einem Schuss in die Brust tödlich getroffen. My day was no bowl of cherries, but you've ruined it completely. Okay, gut, ich habe deinen Tag ruiniert. Das ist ja schön. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen ein ganz kurzes Päuschen, sehen uns wieder in der nächsten Runde und dann klären wir das Geheimnis, was damals wirklich passiert ist, damit wir vielleicht diesen Familienstreit irgendwie in den Griff bekommen, bevor Zora noch mehr Anläufe unternimmt, Cole irgendwie zu beseitigen. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Dann sehen und hören wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.